Das sind kräftige Häuser in Feldkirch Innenstadt. Mit gedrungenen Mauern und dunklen Dächern wie eingezogene Schultern. Warum machen die schaffigen Lüd so etwas, denkt sich Franzi am morgendlichen Weg ins Geschäft. Stell dir vor, du wärst Franzi. So eine starke und auch reiche Stadt. Aber darüber wird nicht gesprochen. Das Geld haben die einfach, die Anwälte, Ärzte, Bauingenieure, Kaufleute und so weiter. Die Tüchtigkeit wird in den Familien vererbt. Die Kinder der Erfolgreichen sind genauso fleißig oder noch fleißiger, jedenfalls genauso erfolgreich. Wenn ihnen der Beruf der Eltern zu konservativ ist, werden sie halt Architekten oder Künstler, aber solche, denen eine Wohnung in Hamburg und ein Landhaus in der Toskana gehören. Man sagt, dass die das über Jahrhunderte antrainiert haben. 800 Jahre ist die Stadt alt. Angeblich Streber von Anfang an, Lateinschule, aus Italien importierter Humanismus, Studierstädtle, mein Gott. Den Geist des Südens nach Mitteleuropa gebracht. Mit Franzi hat das nicht viel zu tun. Pflichtschule reicht, haben die Eltern gesagt. Allein das Rathaus mit seinen Monumentalgemälden an den Mauern kann dir Angst machen, wenn du eh schon wenig Selbstvertrauen hast. Man misst sich an den auch nicht gerade armen Nachbarn in Liechtenstein und der Schweiz. Franzi hat gar nicht erst damit angefangen, sich zu messen. Da gibt es diese unsichtbare Wand, die berührt man nicht. Franzi sperrt das Geschäft auf und zieht sich den bunten Arbeitsmantel an. Die Kolleginnen von der Frühschicht sind auch schon da. Ein Problem ist der Platzmangel. Alles wächst, die Wirtschaft schnurrt wie eh und je, aber die Hügel rücken nicht auseinander, also wird immer mehr reingequetscht. Zwischen Friedhof und Bahnhof und die Einfamilienhäuser am Hang passen doch sicher noch ein paar Bürotürme. Hauruck, geht schon. Und dafür feiern wir in der Bahnhofshalle die Durchreise von James Joyce, der dann doch nicht an der Grenze verhaftet wurde. Und weil wir schon dabei sind und auch unsere Leute nicht vergessen, auch noch ein paar Dutzend Vorarlberger Autoren und Autorinnen, die freut das sicher. Franzi kann sich daher nur eine Einzimmerwohnung leisten. Aber das reicht, wenn man allein lebt und keine Kinder hat. Störender sind die Gesundheitssorgen der letzten Jahre. Gut, Kreuzschmerzen haben in dem Beruf alle, aber die schweren Beine, Müdigkeit, die Stimmungsschwankungen und Schweißausbrüche während der Arbeit, das ist kein Zuckerschlecken.
Und es wird auch immer alles teurer. Oder steigen die Ansprüche mit der Erfahrung? Allein die Hautcremes, aber die Haut ist wichtig, wenn du noch jung aussehen willst, so gut es halt geht. Wenn du beim Biber arbeitest, bekommst du manche Produkte verbilligt. Das ist einer der Vorteile an Franzis Job. Aber mit dem niedrigen Gehalt geht es sich trotzdem nur schwer aus. 100, 200 Euro gehen manchmal in einem Monat für Kosmetikprodukte drauf. Die Mutter hat nicht nur Franzi als Kurzform von Franziska eingeführt, was ein komischer Mädchenname ist, die hat das auch vorgemacht. Die hatte immer Dutzende Fläschchen und Tiegelchen rumstehen und Franzi durfte daran riechen. Franzi hat die Mutter einer Näherin gesagt, du bist nicht schön, um nicht zu sagen, du bist hässlich. Also musst du in dein Aussehen investieren. Und Franzi hat schon ihr Taschengeld dafür ausgegeben. Mann hat sie trotzdem keinen gefunden. Deswegen hat die Mutter gestichelt, bis sie vor ein paar Jahren an Krebs gestorben ist. Zu dick, zu hässlich, schlechte Frisur oder falsche Tönung, unangenehme Stimme, geschmacklose Kleider. Franzi hat die Echos noch immer im Kopf. Dagegen hilft nichts. Franzi lebt gern in Feldkirch. Feldkirch ist eine gute Stadt. Die Menschen sind freundlich zu ihr. Man schaut hier aufeinander und blickt auch nach vorn und über die Grenzen. Über manches zerbricht Franzi sich nicht mehr den Kopf. Sie findet, es ist zu spät für sie. Aber vielleicht stimmt das gar nicht.